Ja, herzlich willkommen zu meinem zweiten Maskenvideo. Ich möchte heute mal vergleichen, wie die FFP2-Maske so abschneidet im Vergleich zum Mund-Nasenschutz und keinem Schutz. Dazu will ich mir mal anschauen, wie ist der Selbstschutzfaktor und wie ist der Fremdschutzfaktor von den beiden verschiedenen Systemen. Ja, dass man das richtig messen kann, braucht man alle möglichen relativ teuren Hilfsmittel. Ich habe euch jetzt mal ein besseres Partikelzählgerät mitgebracht. Dieses Partikelzählgerät hat verschiedene Kanalgrößen, kann hier also die Partikel zählen, die in die verschiedenen Größenklassen von 0,3 Mikrometer bis 10 Mikrometer fallen. Ich habe auch noch das alte als Referenzgerät dabei. Das habe ich letztes Mal in meinem Video verwendet. Was ich auch dabei habe, ist eine Maske, wie man sie im medizinischen Bereich zum Beispiel einsetzt. So ein Helm mit Visier und Fremdluftquelle. Da steckt man hier quasi den Schlauch da an und hat dann da eine batteriebetriebene Ventilatoreinheit mit P3R-Filtern drauf. Das verwende ich, um ganz, ganz saubere Luft herzustellen, innerhalb der ich dann die Masken bewerten kann. Ja, im Raum haben wir jetzt heute wieder um die 400.000 Partikel pro Kubikfuß, die größer als 0,3 Mikrometer sind. Das ist sozusagen mein Hintergrundwert. Wenn ich in einem Raum mit so vielen Partikeln die Funktionsfähigkeit einer Maske messen möchte, dann funktioniert das nicht so richtig gut, denn ich setze sie auf und ich würde jetzt quasi hier davor messen, ob ich denn hier Aerosol ausstoße oder nicht, während ich da spreche. Und jetzt sehe ich schon, naja, das, was ich ausstoße, hat keinen großen Einfluss auf diesen Messwert. Ich will es aber genau wissen, deswegen müssen erstmal diese 400.000 an Hintergrundmesswert zu 0 werden. Jetzt muss ich mich also in einen sehr sauberen Raum begeben, wo ich erstmal 0 Partikel tatsächlich pro Kubikfuß oder pro Kubikmeter in der Umgebung habe, und dann kann ich tatsächlich sehen, wie viel ich selber ausstoße. Das funktioniert am besten innerhalb von einem solchen Helm hier drin, wo ich mir einfach einen sehr guten Filter vorschalte. Ich schließe mich da jetzt einfach mal an. So, dann schalten wir das an. Der Ventilator hier drin, der saugt quasi die Luft durch diese Filter. Das ist eine Filterklasse P3R. Wo steht's? Hier steht's. Und diese gereinigte Luft, die strömt dann anschließend über den Schlauch in den Helm ein. Und ich kann jetzt einfach mal eine Referenzmessung machen, wie sauber denn die Luft in dem Helm hier ist. Ich messe die einfach mal hier drin. Und dann können wir mal gucken, ob das sauber genug ist für unsere Messung. Also man kann davon ausgehen, dass hier Reinstluft rauskommt. Da befinden sich keine Partikel mehr da drin. Die wenigen 100, die sich hier noch ergeben, kommen wahrscheinlich aus dem Schlauch, während ich den ein bisschen bewege. Aber so im Großen und Ganzen ist die Luft, die hier aus der Filteranlage kommt, absolut sauber. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der Messwert auch das Messwerk erreicht. Genau, so sieht es aus. Also ich bin hier nach wie vor mit dem Schlauch hier an der Schlauchöffnung und wir messen 0 Partikel. Ist also ein sehr, sehr guter Filter. So ein Gerät würde sehr, sehr gut schützen, kostet leider 1.500 €. Aber wir können da drin sehr gut unsere Masken testen. Ich setze das jetzt einfach mal auf. Und darunter werde ich dann meine Maske testen. Damit ich sehe, was die Maske bringt, schaue ich mir erstmal an, wie sich das Ganze verhält, wenn ich denn keine Maske habe. Kann man mich noch sehen so? Ja. Also,
Die Ausatmenluft strömt jetzt in den Maskenteil hier innen ein und gleichzeitig werden hier 175 Liter pro Minute von dieser Reinstluft durchgespült quasi. Und das Ganze strömt dann hier an der Seite, hier an diesen Löchern wieder aus. Hier habe ich also jetzt die Luft, wo meine Ausatmenluft beigemischt ist, und wenn ich spreche, dann kommt da mein Aerosol mit raus. Wenn ich nicht spreche, erwarte ich da einen Messwert von 0. Wenn ich hier einfach mal reingehe, so, und dort innen messe und ich spreche nicht, dann erwarte ich einen Messwert von 0. Ich habe jetzt die ganze Zeit durch die Nase geatmet. Ich sehe also, ich stoße quasi durch die Nase kein Aerosol aus. Wenn ich spreche, dann sieht man ganz deutlich, dass diese Zahl von 0 abhebt. Und wenn ich jetzt auch noch mich anstrenge und intensiv atme, dann sehe ich, dass ich durch den Mund durchaus viel Aerosol ausstoße. Und beim Sprechen ist das ähnlich. Wenn ich also spreche, dann generiere ich Aerosol, wenn ich ganz ruhig da sitze und nur durch die Nase atme, dann eigentlich kaum. Da kommt man durchaus auf Messwerte von 0 runter. Und ich möchte mir jetzt anschauen, was bringt das eigentlich, wenn ich jetzt unter diesem Helm die Maske aufsetze, was ändert sich dann an den Messwerten? So, das ist jetzt die FFP2-Maske. Ich drücke die nochmal hin. So ganz hundertprozentig dicht kriege ich die aus irgendeinem Grund nicht, weil die hier an der Nase nicht ganz dicht wird. Aber so im Großen und Ganzen, geht die schon. So, jetzt sieht man, die Maske ist komplett unter dem Helm verschwunden. Die komplette Ausatmenluft geht in den Helm. Und ich schaue mir jetzt an, was passiert mit der Partikelkonzentration hier im Ausatmenluftstrom. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis die Luft auch im Messwerk ankommt. So, wenn ich durch die Nase atme, ist es erwartungsgemäß 0. Wenn ich spreche, dann wird es mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ein Testgespräch. Das ist ein Testgespräch. Ein lauteres Testgespräch. Ich schreie gerade jemand an. 1, 2, 3, 4, 5. Ich schreie jemand an. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jetzt werde ich einmal ganz intensiv atmen, wie wenn ich Sport machen würde. So, recht viel länger kann ich das nicht machen, sonst falle ich aufgrund von Sauerstoffübersättigung vom Stuhl. Aber man sieht schon, dass die Zahlen deutlich niedriger sind, wie wenn ich keine Maske trage. Ich habe aber auch deutlich gespürt, dass Luft an der Maske entlang am Rand ausströmt, wenn ich ganz schnell ausatme.
Das sieht man sogar hier, dass es ein bisschen beschlägt, dass da was ranströmt. Trotzdem werden die Werte, naja, nur selten relativ hoch. Es ist also viel, viel niedriger, wenn ich die Maske trage. Die gleiche Messung mache ich jetzt mit dem handelsüblichen Mund-Nasenschutz. Einmal andrücken. So. Und dann schauen wir uns an, was wir damit für Werte erreichen. Er ist komplett drunter unter der Maske. Die Luft sollte also komplett in die Maske gehen, die hier ausströmt. Ich messe wieder hier an der Ausströmöffnung. Einen Moment warten. So, jetzt fange ich an zu sprechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, das ist ein Testgespräch. Wie ist das Wetter heute? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein Testgespräch. 1, 2, 3, 4, 5. Lauteres Testgespräch. 1, 2, 3, 4, 5. Ich schreie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt die Probe mit dem starken Atmen. Ich atme jetzt, wie wenn ich mich anstrengen würde, wenn ich joggen würde. Gut. Ich glaube, das Ergebnis ist eindeutig. So, viele haben jetzt das Problem, dass diese FFP2-Masken völlig überteuert verkauft werden. Deswegen, was ist am naheliegendsten für ein Textil? Ab in die Waschmaschine damit. Mich interessiert, was passiert, wenn ich die wasche. Diese hier, die ist jetzt schon ungefähr 20 Mal gewaschen worden. Man kann das auch schon sehen, die zerfleddert schon so ein bisschen hier. Also man würde die schon eigentlich nicht mehr hernehmen. Schon allein aufgrund der Optik. Innen schaut die noch ganz gut aus. Und mich interessiert jetzt, filtert die immer noch genauso gut wie die neue? Andrücken. Ich glaube, die ist dicht. Also ich würde mal sagen, der Ruhepegel ist der gleiche. Wenn ich jetzt spreche, dann sollte das ansteigen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eine Sprechprobe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein lauterer Test. Ich spreche laut. Ich schreie jemand an. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Jetzt prüfen wir wieder, was passiert, wenn ich ganz stark atme.
Nur gut, also so viel schlechter sind die Werte eigentlich gar nicht. Wir müssen die jetzt mal vergleichen, nebeneinander schreiben und dann auswerten. Jetzt haben wir also gesehen, wie die Fremdschutzwirkung von so einer Maske ist. Wie viel Aerosol kommt da tatsächlich noch raus, wenn ich ganz normal nur ruhig da sitze, wenn ich spreche, wenn ich lauter spreche oder mich intensiv anstrenge. Jetzt interessiert mich bei der FFP2-Maske ja insbesondere auch der Selbstschutz. Das heißt, wie viel Partikel oder wie viel Aerosolteilchen werden denn zurückgehalten von dem Filter und wie viel atme ich davon dann noch ein, von dem, was da durchgeht. Schauen wir uns im Vergleich erstmal die Mund-Nasen-Bedeckung an. Ich werde wie bei meinem letzten Video den Schlauch hier reinhalten und langsam einatmen und dann können wir sehen, wie viel von den 450.000 Partikeln pro Kubikfuß, die wir jetzt hier einfach so im Raum haben, hinter der Maske dann noch übrig bleiben. Gut, also ich denke so, man kommt vielleicht auf 300.000 Partikel runter von den 450.000. Also die bringt nicht mal 50% von den relevanten Partikelgrößen, filtert die ab. Das gleiche schauen wir uns mit der FFP2 an. Diese Maske hat ein Talent, in die Augen zu stechen. Jetzt muss ich gucken, dass das hier unten wirklich dicht ist. Ich halte das jetzt wirklich ganz dicht dran um den Schlauch rum. Und ich halte sie auch hier oben zu. Also mal angenommen, die würde richtig passen, weil die passt mir nicht richtig. Die ist hier ein bisschen undicht hier oben. Ich halte sie deswegen hier oben zu. Ich mache da irgendwas falsch, glaube ich. Ich komme an den Stoff ran mit dem Schlauch. Gut, also wir haben gesehen, man kommt so irgendwo auf die 20.000, 30.000 Partikel runter von über 400.000. Das wäre ein Schutzfaktor von 20. Ja, besser ist die halt nicht. Also selbst mit Andrücken der ganzen Leckagestellen. Die hat also einen Schutzfaktor 20. Wenn ich jetzt wirklich in einen richtig infektiösen Bereich reingehen würde, dann würde ich mit Sicherheit so ein System wählen. Da kommt nichts Messbares mehr raus. Wenn man es sich leisten kann, dann ist das sicherlich die viel, viel bessere Wahl. Ich mache jetzt meine Aerosolprobe in trockener und warmer Umgebungsluft.
Das gleiche mache ich jetzt bei kalter Umgebungsluft. Dafür mache ich die Tür auf und lasse einfach mal hier von draußen Luft rein. Es hat vielleicht minus 3 Grad, minus 5 Grad Außentemperatur. Und jetzt machen wir nochmal die gleiche Messung. Da sieht man jetzt den Einfluss der Temperatur auf die Verdampfung der Aerosole. Wenn es also warm ist, dann verdampfen die Aerosole und wenn es kalt ist, verdampfen die eben nicht. Deswegen ist die Ausbreitungsdistanz der unverdampften Aerosole bei kaltem Wetter viel, viel größer. Ich probiere das gleiche jetzt einfach nochmal mit der Maske. Das ist eine FFP2 und da erwarte ich jetzt eigentlich, dass die Aerosolkonzentration außerhalb der Maske deutlich niedriger ist. Natürlich habe ich hier die Hintergrundkonzentration mit Staub, aber ich möchte jetzt mal sehen, ob ich diese hohe Zahl mit der Maske im Freien auch erreiche. Also die Zahl ist schon höher als normalerweise hier im Raum, aber jetzt klang nicht so hoch, wie wenn ich draußen im Freien wäre. Ich probiere das jetzt einfach nochmal draußen und dann sehen wir mal, ob da Aerosol durchgeht oder nicht. Also normalerweise messe ich in der Luft, wenn ich keine Ausatmenluft dabei habe, ungefähr 10.000 hier. Glaube ich. Können wir nochmal messen. Einfach die Hintergrundkonzentration messen. Genau, das ist die Hintergrundkonzentration. Abschließend kann man also sagen, die FFP2-Maske, die schützt durchaus. Vor allem die Menschen um einen herum, aber auch einen selbst ein wenig. Je besser die andickt, also abdichtet, desto besser ist das Ganze. Ich habe es im letzten Video auch schon gezeigt, man sollte sich rasieren. Habe ich jetzt auch schon gemacht. Aber wir haben jetzt natürlich ein paar größere No-Gos, die wir vielleicht vorher noch nicht gekannt haben. Wenn ich draußen bin und es ist kalt, dann habe ich ein richtiges Aerosolproblem, auch mit Maske. Unter dem Gesichtspunkt macht es vielleicht sogar Sinn, dass man ab 21 Uhr eine Ausgangssperre hat. Wenn es draußen kalt ist, sollte man vielleicht nicht rausgehen und dann Aerosol produzieren, was jemand anderes einatmen kann, auch in großer Distanz noch. Was haben wir noch gelernt? Mund-Nasen-Bedeckung ist tatsächlich ein Einmalprodukt. FFP2-Maske kann ich zur Not auch waschen, ohne dass es zumindest bei den Typen, die ich hier gemessen habe, zu negativen Beeinträchtigungen kommt. Nach Norm darf ich das natürlich nicht tun, das heißt, wenn ich sie bestimmungsgemäß verwenden möchte, darf ich das nicht, ist ein Einwegprodukt. Aber wenn ich das auf eigenes Risiko mache, dann kann ich zumindest jetzt hier keine akute Gefährdung erkennen. Was ich auch noch zeigen möchte, ist, wie viel Partikel von so einer Maske selbst ausgehen können. Ich habe jetzt hier einen alten Mund-Nasenschutz und da sieht man schon, dass der zerfasert mit der Zeit hier. Kann man das erkennen? Der ist jetzt bestimmt von jemandem schon ein halbes Jahr getragen worden oder sowas, vielleicht hin und wieder mal gewaschen worden und auch auf der Innenseite stehen da schon so richtig die Fasern ab. Und wenn ich mit sowas noch atme, dann muss ich davon ausgehen, dass hier tatsächlich sich Fasern ablösen und ich die auch einatme.
Ich möchte es jetzt mal messtechnisch zeigen. Dazu verwenden wir wieder unsere saubere Luftquelle. Hier kommt jetzt also Reinstluft raus, die werden wir nochmal kontrollmessen, ganz kurz. Ich erwarte da jetzt 0 Partikel. So, was ich jetzt mache, ich leite diese saubere Luft durch die Maske durch und schaue, wie viel verschmutzt die Maske die Luft. Da wird sich jetzt ein bisschen beschweren, weil wir hier zuhalten. Das müssen wir einfach mal ignorieren. Jetzt kommt also hier die durch die Maske gefilterte Luft raus und die werde ich jetzt da messen. Ich bewege die Maske auch so ein bisschen, das kann man hier mal sehen. Ich bewege sie so ein bisschen hier und da sieht man quasi, wie viel Partikel von diesem Material lösen sich da ab und verschmutzen die eigentlich saubere Luft. Und das atme ich alles ein. Das ist eine Kunstfaser. Das gleiche Experiment möchte ich jetzt mit der FFP2-Maske machen. Einmal mit der neuen und dann auch mit der gewaschenen. Das ist die neue. Ich schicke die Luft durch die Maske und messe, während ich das ein bisschen bewege, hinter der Maske. Man sieht schon, die Luft hinter der FFP2-Maske bleibt sauber. Auch wenn ich die bewege so ein bisschen. Klar, die FFP2-Maske ist nach der EN 149 zertifiziert und das bedeutet, sie darf keine Fremdstoffe in den Körper einbringen. Jetzt stelle ich mir die Frage, was passiert, wenn ich sie wasche? Ist es genauso wie die Mund-Nasen-Bedeckung, dass sich da dann Partikel lösen aus dem Stoff, die ich einatme? Nehmen wir mal die gewaschene. Gleicher Versuch. Ich bewege das ein bisschen und leite die Luft da durch. Eine 20 Mal gewaschene FFP2-Maske setzt also immer noch keinen Feinstaub frei, der irgendwie gesundheitsgefährdend wäre. Im Gegensatz zu einer Mund-Nasen-Bedeckung, die tut das schon. Ich würde das Ganze jetzt so bewerten. Das Waschen der FFP2-Maske beeinträchtigt die Eigenschaften nicht wesentlich. Das Waschen oder zu lange Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist dagegen gesundheitsgefährlich. Da bekomme ich hier diese ganzen Feinstaubpartikel oder Faserreste, die sich hier lösen, die bekomme ich dann in die Lunge. So, das war's wieder für heute aus meiner Werkstatt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen.